Ich habe noch nie so intensiv mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet wie in dieser Schule und da geht einem das Herz auf. Weil die Kinder haben eine Begleitung und wir sind da und wir unterstützen und wir helfen. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Schulen so arbeiten wie diese hier. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur ein Leuchtturm sind, sondern in die Welt strahlen und halt einfach wirklich Bildung verändern können. Hallo, schönen guten Morgen an der Unischule. Kommt rein. Ich bin Pia und ihr begleitet mich heute durch meinen Tag an der Unischule. Ich bin Lernbegleitung, leite die Jugend- und Oberstufe und gleichzeitig bin ich im Team der erweiterten Schulleitung tätig. Das ist bei uns so, dass wir alle den Chip haben. Das ist nicht nur bei den Lernbegleitern wichtig, sondern wir wissen es vorrangig dann auch von den Schülern. Wann seid ihr angekommen? Wann geht ihr? Man kann sich bei uns auch noch mal zusätzlich in die Lernzeiten einchippen. So haben wir halt einfach immer einen guten Überblick, wer wann welches Lernatelier besucht. Wie sieht heute dein Stundenplan aus? Ich habe hier heute ein Atelier Sprache, das heißt, damit starten wir. Dann sieht man hier die Projektarbeit, Jahrgang 9. Danach ist noch eine Prüfungsvorbereitung. Und ansonsten, wenn dann noch Elterngespräche anstehen, packe ich mir das in so eine lila Kachel und dann weiß ich, wie mein Tag aussieht. Jetzt gehen wir ins Lernatelier. Grundsätzlich, was ist der Unterschied zu normalen Schulen? Alles ist anders. Ich glaube, es ist tatsächlich wenig wie an der normalen Schule, weil es fängt, glaube ich, schon mit dem Tagesablauf an. Also wir starten mit einer Atelierzeit, das ist eine freie Lernzeit, die die Schüler haben. An einer anderen Schule haben sie jetzt Deutsch oder Englisch oder Mathe und das im Block oder halt in einer 45-Minuten-Session. Und wir arbeiten hier 2 Stunden am Stück wirklich an unterschiedlichsten Inhalten, ganz individuell für jeden Schüler. So, ihr Lieben, wir starten ins Sprachenatelier. Ich habe die beiden Bausteine noch gelassen. Vorrangig halt Adjektive, dann haben wir was zu Adverbien. Wie beschreibt man Menschen? Wie beschreibt man Gefühle? Tragt ein, was ihr heute macht, bitte als Lernziel. Also formuliert wirklich einen vollen Satz. Wirklich ein festes Ziel aufschreiben. Und dann komme ich meine Runde und ihr legt los. Wie kam es, dass du Lehrerin werden wolltest? Es ging wirklich erst nach meinem Auslandsjahr so richtig für mich los, dass ich mich so ein bisschen kennengelernt habe und wusste, was ich eigentlich mal machen möchte. Und komischerweise kam dann gleich für mich auch durch die Arbeit als Au-pair dieser Moment, wo ich sagte, okay, Kinder sind cool und mit denen möchte ich gerne arbeiten. Und dann war für mich aber irgendwie auch klar, Lehrer werden, wenn dann anders. Am Ende war wirklich diese Entscheidung, Lehramt zu studieren, diese Veränderungsidee. Also wirklich zu wissen und zu wollen, wenn ich das mache, dann anders. Hier sind unsere Materialien drin. Also wir arbeiten mit Lernbausteinen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Baustein Underground New York arbeiten wollen würde, dann lesen Sie halt vom Prinzip dieses Jugendbuch und gehen dann in die Analyse durch den Baustein. Am Ende ist es nichts anderes als der Lehrplan, abgebildet in hübsch sortierten, ansprechenden Päckchen. Wenn die Lernumgebung so vorbereitet ist, dann brauche ich halt nicht ständig abends diese Vorbereitung machen. Ne? Also das heißt, ich kann mich hier auch drauf ausruhen, in Anführungsstrichen. Ich weiß, was da ist. Natürlich muss das Zeug erstellt werden und das ist dann natürlich auch das, was ich tue. Was genau ist denn deine Rolle, speziell jetzt auch im Atelier? Ich bin da natürlich, um zu schauen, dass es gut läuft, aber ich bin vorrangig wirklich Lernbegleitung. Das heißt, ich bin bei den Kindern, setze mich dazu und betreue und erkläre zur Not eben Dinge auch mehrfach. Ja. Wenn ein Englischbaustein gemacht wird, dann spreche ich mit den Schülern auch Englisch und dann muss es auch entsprechend von mir kommuniziert werden. Und dann kommen die auch von ganz alleine und sprechen dann auch in Englisch und dann macht auch die Begleitung total viel Spaß. The music video is very weird. Why was it weird? Some scenes. Okay. Nach dem Referendariat war für mich gleich klar, in eine staatliche Schule kann es nicht werden, weil an einer staatlichen Schule darf ich nicht so arbeiten, wie ich gerne arbeiten möchte. Ich wollte nie diese frontale Geschichte leben, weil ich einfach
der Meinung bin und nach wie vor davon total überzeugt bin, dass ich nicht alle Schüler kriege. An staatlichen Schulen ist man eigentlich ein Einzelkämpfer. Man kann ganz viel probieren, wenn man eine Schulleitung hat, die einen unterstützt, definitiv. Aber das Gesamtsetting muss sich ändern, um wirklich Veränderungen zu schaffen. Ich habe jetzt hier schon gesehen, viele SchülerInnen arbeiten auch am Laptop und mit digitalen Geräten. Ab Jahrgang 3 fangen wir vom Prinzip an und geben so peu à peu den Laptop an Jugendliche. Und ab Jahrgang 4 haben sie wirklich fest ihren eigenen Laptop. Und dort beginnt dann in der Mittelstufe die Medienschule. Und gibt es da verschiedene Kurse, die die Schüler belegen. Ja, also ich sehe, dich unterstützen hier auch ein paar StudentInnen. Wir haben Block A und Block B Praktikanten bei uns. Also das ist jetzt sozusagen von der Uni Leute. Die sind natürlich immer nur eine bestimmte Zeit lang da, aber die Zeit, die sie da sind, können sie einfach extrem viel lernen. Und eben auch schauen, ist das, was wir hier tun, was für sie? Und können sie das irgendwie auch zukünftig sich vorstellen, so zu arbeiten? Ich bin Julian, ich studiere Lehramt an der TU Dresden und mache mein Block A-Praktikum an der USD. Was reizt dich besonders an der Unischule? Anders als in einem Praktikum an der Regelschule, wo ich vor allem hospitieren würde und halt Frontalunterricht sehe, kann ich halt hier aktiv auch mit den SchülerInnen ins Gespräch kommen oder eben einfach auch helfen. Und auch so diese Aufteilung in diese Projektphasen, wo man aktiv an einer Frage arbeitet, finde ich viel interessanter und relevanter für das spätere Leben, als wenn man so in der Regelschule Unterricht bekommt und wenig intrinsisch selber sich für Sachen interessieren kann. Was sollte man mitbringen, um an der Unischule zu unterrichten? Also vom Prinzip muss man diese Lehrerrolle abstreifen. Also man braucht nicht das, zu sagen, ich komme jetzt in die Klasse und jetzt hier bin ich und alles so, wie ich will, sondern wir wollen halt den Schüler in den Mittelpunkt setzen. Das heißt, wir sind da und begleiten, gute Arbeitsatmosphäre schaffen, trotzdem respektvoller Umgang. Wir sind hier alle per Du. Das heißt, es gibt auch kein Frau Heine, sondern für alle bin ich Pia. Es ist ein cooles Miteinander und ich glaube, ich könnte das gar nicht mehr anders. Das wäre eigenartig. Die Projektarbeit macht halt wirklich aus, dass sie in Projektteams zusammenarbeiten. Es gibt immer ein Überthema, das wird von unseren Schülerinnen und Schülern selbst gewählt am Anfang des Schuljahres. Dieses Jahr ist es die Stadt, früher, heute und in Zukunft. Und zu diesem großen Überthema suchen sie sich Forscherfragen. Ich sehe als Lernbegleitung jetzt 23 Ideen von Schülern. Ich schaue mir die an und gucke dann, okay, alles klar, welche Ideen passen denn gut zusammen inhaltlich? Und dann kann ich die mergen. Das heißt, ich kann aus diesen Ideen heraus meine Gruppe formen. Und im besten Fall habe ich dann nicht nur Freundschaftsgruppen gebildet, sondern ich habe einfach Gruppen von Schülern, die ähnliche Interessengebiete haben. Und die arbeiten dann im Prozess, im Projekt weiter. Mädels, Jungs, wir starten mit dem Daily. Und zwar möchte ich gerne mit der Bahnhof Zoo-Gruppe anfangen. Alle sind leise und hören zu. Okay. Also wir möchten den Digitalplan heute machen. Bitte nochmal genau beschreiben. Was ist die Projektidee? Wo wollt ihr hin? Beantworten, die uns dazu gestellt haben. Habt ihr es geschafft, wirklich nochmal zu jeder Rede wenigstens 3 zusätzliche Forscherfragen zu stellen? Ja, haben wir. Sehr gut. Wir haben raussuchen und dann halt 3 Fragen zu stellen. Okay. Die zweite Person, die wir einladen wollen, der Professor, das ist der auch geantwortet hat schon. Wir haben ja Tjake zum Kriegen, dann noch den Professor und wir würden eben noch einen weiteren Politiker einladen. Okay, ich bin gespannt. Also Ziel soll ja sein, dass ihr eine Podiumsdiskussion habt. Diesen Grundkompetenzerwerb, den wir auch durchs Projekt haben, der ist so groß, dass eigentlich mehr Kompetenzen da sind als bei anderen Haupt- oder Realschülern oder eben Gymnasiasten. Die Schülerinnen und Schüler, die haben einen eigenen Projektablauf. Die stellen digitale Projektanträge. Die stellen sich Forscherfragen, die sie bewegen. Und gleichzeitig managen wir das durch diese Lernbausteininhalte, die dann auch im Projekt mit integriert werden. In diesen Projekten wird hier sehr viel fächerübergreifend gearbeitet. Warum trennt man hier die Fächer nicht so wie an klassischen Schulen? Ja, ich glaube, das ist aus dem Leben heraus passiert. Also es macht einfach wenig Sinn, Fächer voneinander zu trennen, einfach weil sie nicht zu trennen sind.
Wir haben schon einen Perspektivfokus, also mit Sprache, Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft. Aber da geht es weniger darum, dass wir irgendwas festhalten wollen in irgendeiner Richtung, sondern es geht mehr darum, dass wir unsere Expertise besser mitteilen können. Dann geht's jetzt in die Mittagspause. So, wir gehen jetzt gleich in die Mensa. Da legt ihr großen Wert drauf als Gemeinschaft. Was ist euch noch wichtig? Also als Gemeinschaft ist es grundsätzlich wichtig, dass wir auch immer mal ein gemeinsames Happening haben tatsächlich. Wir haben ein Event immer einmal im Monat montags. Da geht es gemeinsam ins Kino und danach gibt es dann irgendwie ein anderes Lokal, in dem wir essen gehen. Und das leben wir, glaube ich, auch so ein bisschen unseren Schülern vor. Also wir wollen halt auch gerne, dass die Schüler eine coole Gemeinschaft sind und sich gegenseitig fair behandeln. Total schön finde ich es auch immer beim Fußballspielen, dass sie halt einfach da zusammen sind. Egal ob ganz klein oder ganz groß. Und dann zusammen eine gute Zeit verbringen. Wir haben an unserer Schule wirklich noch eine besondere Situation und das ist die, dass wir eine inklusive Schule sind. Und ich glaube, das vergisst man ganz oft in unserem Alltag, weil wir haben so viel im Fokus. Ne? Wir müssen Lernformate denken, wir begleiten Schüler und Schülerinnen in unterschiedlichen Bildungsniveaus. Ich habe jetzt gerade einen Kollegen von mir gesehen, hier auf dem Hof, der halt immer als Schulbegleiter an seinem Schüler ist und ihn durch den ganzen Tag begleitet und das schon jahrelang. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es den Schülern eine Menge bringt, auf ihrem Weg hier anzukommen oder in Schule anzukommen. Viele würden gar nicht hier ankommen, hätten sie die Begleitung nicht. Und dann könnt ihr halt einfach zur Schule gehen, ganz normal, wie alle anderen auch. So wie ich verstanden habe, habt ihr ein spezielles Verhältnis zu Noten. Wie bewertet ihr eure Schüler? Also das ist tatsächlich etwas komplexer. Jeder Lehrer von uns hat sich Gedanken gemacht, welche Kompetenzen braucht welcher Schüler in welchem Jahrgang am Ende des Schuljahres. Wir wollen, dass die Prozesse gesehen werden und dass die Schüler nicht nur am Ende irgendwas abliefern und dann sage ich, okay, alles klar, das war eine 2, sondern ich möchte gerne den Prozess sehen und wirklich sehen, wie ist denn das Kind da hingekommen. Und auf dem Prozess merke ich eigentlich erst, wow, da sind Kompetenzen da, die hätte ich am Ende gar nicht gesehen, aber die sehe ich, weil ich den Prozess sehe. Wir müssen ja am Ende des Tages eine 10. Klasse-Prüfung schreiben, eine Hauptschulprüfung schreiben und auch ein Abitur schreiben. Das heißt, wir müssen schon dahin. Aber wir möchten halt gerne mit unserem Weg dahin kommen. Es gibt Lernpfade zu bestimmten Kompetenzen, die Schüler erreichen können. Zum Beispiel ein Schüler arbeitet jetzt am Baustein Kurzgeschichte. Dann wird er vom Prinzip durch den Baustein geführt und erlangt unterschiedliche Kompetenzen. Von wegen, also ich kann einen Text interpretieren oder ich kann Informationen aus einem Text entnehmen oder ich kenne stilistische Mittel. Und all diese Sachen werden eben unterschiedlich bewertet, weil das macht ja am Ende auch eine Textinterpretation aus. Hier ist immer dieser Teilpfad zu Literatur, literarische Textsorten oder Medien und dann gibt es die Knoten, die haben halt alle eine bestimmte Bezeichnung. Und dann gab es das irgendwann mal in Form von einem Baustein oder in Form von einer mündlichen Abfrage. Und ich könnte jetzt, wenn ich sage, unregelmäßige Verben konjugieren in verschiedenen Zeitformen, sage ich, alles klar, hast du gemacht. Heute nehme ich Atelier, Zeit, Sprache, mündliche Kontrolle. Das kann einfach im Prozess passiert sein. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe voll mitbekommen, der kann die unregelmäßigen Verben. Auch ganz ohne Test. Hat er klasse gemacht, gespeichert. Unsere Aufgabe ist es, ein Ziffernzeugnis zu erstellen. Das machen wir, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir bis dahin irgendwie Noten geben müssen, sondern wir geben weiterhin unsere Prozente. Es gibt natürlich eine Festlegung, ab welcher Prozentzahl welche Note gegeben wird. Und wir machen das ab Jahrgang 9 halt erst, weil ab da müssen wir es erst. Bis dahin gibt es bei uns Lern- und Entwicklungsberichte und da steht ganz genau drauf, Fach Deutsch, diese Kompetenzen gab es in Deutsch mit dieser Prozentzahl. Also dann wird wirklich alles aufgelistet. Entsprechend sind unsere Entwicklungsberichte halt auch viel länger als ein Zeugnis und transparenter. Also ich glaube, meine Wünsche an die Schule der Zukunft sind vorrangig schülerorientiert. Ich wünsche mir, dass Kinder die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu lernen. Ich wünsche mir, dass der Prozess gesehen wird, dass Lehrer einfach mehr sehen, wie gearbeitet wird, offene Lernformen. Ich wünsche mir keine Noten, weil das ist das Einzige, was bremst, dass es mehr Interaktion gibt. Weil ich sehe, dass es an dieser Schule einfach leichter möglich ist. So, dann hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag bei uns an der Unischule hattet
und ebenso gespannt seid wie ich, wie die Schule der Zukunft irgendwann aussehen wird, auf dass es ein bisschen so ist, wie wir es heute hier gesehen haben. Ich habe jetzt noch ein Elterngespräch. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut.